Hallo zusammen. Im Rahmen dieser Deep Dive Session wollen wir die zukünftige Batteriegeneration von Daimler Buses vorstellen, die NMC4-Batterie und für uns heute besonders wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit mit Fokus auf den kompletten Lebenszyklus dieser neuen Batterie. In den Medien hört man immer wieder von Weiterentwicklungen der Batteriezellen für die Elektromobilität und durch dieses neue Batteriesystem überführen wir die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung erneut in unsere Serienprodukte. Dieses Batteriesystem markiert erneut einen Meilenstein in seinen technischen Eigenschaften und Spezifikationen, die wir Ihnen nun im Folgenden vorstellen wollen. Wir führen anhand der dargestellten Grafik oder des Kreises durch den Lebenszyklus und beginnen mit der Entwicklung, hier als Battery Technology dargestellt. Bereits bei der Entwicklung müssen wir das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen, beispielsweise bei der Materialauswahl, bei der Wahl von Komponenten, bei der Konstruktion bis hin zur Software, die in dem Batteriesystem steckt. Dargestellt sind jetzt die neuen Kerneigenschaften des Batteriesystems. Insbesondere konnten wir die Energiedichte steigern, worauf die Weiterentwicklung von Batteriezellen insbesondere einzahlt. Im Allgemeinen haben sich aber alle Leistungskennzahlen verbessert. Vor allem auch die Lebensdauer, hier durch die höhere Robustheit, vor allem gegenüber Schnellladen, bei 300 kW Pantographladen oder auch 150 kW Plug-in- oder Steckerladen, wo wir in der Garantie keine Unterscheidung mehr treffen müssen. Weiterhin haben wir Kundenanforderungen berücksichtigt, insbesondere die Überwachung, die kontinuierliche Überwachung des Batteriezustandes, die jetzt auch im schlafenden Zustand des Busses stattfindet, was zusätzlich auf die Sicherheit einzahlt. Verfügbarkeit des Batteriesystems ist ab circa Anfang 26 gegeben. Kommen wir nun zu Zahlen. Sie sehen direkt an erster Stelle die dargestellte nominale Energiedichte des Batteriesystems. Wir reden hier von circa 111 Kilowattstunden. Sie merken schon an meiner Wortwahl, ich rede von circa. Sie sehen auch an der einen oder anderen Stelle ein Ungefährzeichen. Das heißt, Sie sind hier direkt am Puls der Entwicklung, denn an vielen Stellen haben wir noch leichte Unschärfen, die sich im Rahmen der Entwicklung auch noch entfernen werden. Nominelle Energiedichte 111 Kilowattstunden, nutzbar allerdings bei einem Alterungszustand oder einem State of Health, von dem wir im Allgemeinen reden, liegt bei 89 Kilowattstunden. Eine gealterte Batterie mit einem State of Health von 75% hat eine Restkapazität von ca. 67 Kilowattstunden. Auf den ersten Blick mögen diese Zahlen kaum eine Weiterentwicklung darstellen, vor allem im Hinblick auf die vorhergehenden Batteriegenerationen. Aber wenn man das Thema höhere Robustheit und Lebensdauer wieder berücksichtigt, muss an der Stelle erwähnt werden, dass bis dieser Zustand von 75% SOH erreicht ist, ein deutlich längerer Zeitraum vergeht, als das mit den bisherigen Batteriegenerationen der Fall war. Dies zahlt insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Sie sehen auch, die gravimetrische Energiedichte des Batteriesystems hat sich erheblich gesteigert im Vergleich zu vorhergehenden Batteriegenerationen. Auch hier ist die Weiterentwicklung der Batteriezellen wieder deutlich sichtbar. Und das ist ein sehr ehrlicher Wert, weil hier in diesem Wert sind auch Gewichte von Gehäusen, von der Elektronik mit berücksichtigt. Und das zeigt ganz deutlich, welchen großen Schritt wir hier an dieser Stelle machen konnten. Die Batteriekonfiguration mit dem neuen NMC4-Batteriesystem bleibt weitestgehend unverändert. Im e-Citaro Solo bieten wir weiterhin maximal 6 Batterien im Falle von Depotladen oder 5 Batterien für das Stromabnehmerladen an. Beim e-Citaro Gelenk sind es bis zu 7 Batterien Depotladen bzw. 5 Batterien für Stromabnehmerladen. Somit haben Sie in einem Solobus maximal 666 Kilowattstunden brutto installiert bzw. in einem Gelenkbus 777 Kilowattstunden. Im Falle des e-Citaro Fuel Cell sind 3 Batterien im Solobus konfigurierbar bzw. 4 Batterien im Gelenkbus. Auf der folgenden Folie sehen Sie nun den Aufbau des Batteriesystems. Beginnend bei der Batteriezelle von der Firma CALB, eine NMC-Batteriezelle in einem Mischungsverhältnis von 6:2:2, eine sehr robuste Zellchemie, die vor allem auf die lange Lebensdauer einzahlt. Diese Zellen werden von unserem Produktionspartner BMZ zusammengefasst zu Modulen mit einem Laserschweißverfahren, eine sehr robuste und bewährte Produktionstechnik. Diese Zellen werden schlussendlich dann zu einem Batteriesystem konfektioniert. 15 dieser Module bilden somit ein komplettes Batteriesystem, welches nach allen gängigen Standards schlussendlich getestet werden muss. Das Gehäuse muss mechanische Tests überstehen, es muss Umwelttests überstehen, sowie auch elektrische Tests.
So viel nun aus Perspektive der Entwicklung. Ich würde jetzt übergeben an meine Kollegin, die Julia, die Ihnen jetzt die nächsten Schritte im Lebenszyklus vorstellt. Sehr gut. Herzlichen Dank, Matthias, für die Übergabe. Ja, neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Batteriegeneration aus technologischer Sicht stellen wir mit unserem Serviceportfolio von OmniPlus sicher, die Hochvoltbatterie über den kompletten Lebenszyklus zu betrachten und passende Lösungen darzustellen. Im Folgenden möchte ich damit eingehen auf unsere Ansätze für den aktiven Fahrzeuglebenszyklus, die Möglichkeiten zur Überarbeitung und erneuten Nutzung der Batterie, zum sogenannten Repurpose, also einer Zweitverwendung außerhalb des Fahrzeuges und auch dem Recycling am Ende der Prozesskette. Steigen wir ein mit dem aktiven Fahrzeuglebenszyklus. Aktuell liegt für uns aus einer Service-Perspektive natürlich der größte Fokus darauf, unsere Kunden, die heute bereits in der E-Mobilität unterwegs sind und E-Citaros fahren, bestmöglich zu unterstützen über den kompletten Fahrzeuglebenszyklus. Und wir sprechen hier von Zeiträumen, die über 10, 12, 15 Jahre gehen können. Über diesen Zeitraum müssen wir die Verfügbarkeit und die Funktionsfähigkeit der Hochvoltbatterie sicherstellen. Welche Bausteine, welche Angebote aus unserem Serviceportfolio zahlen darauf ein? Zum einen unser neuer digitaler Dienst OmniPlus On Battery Monitoring. Er bietet unseren Kunden ein Dashboard, auf dem wirklich auf Pack-Ebene der aktuelle Gesundheitszustand, der sogenannte State of Health, einer jeder Batterie einsehbar ist. Außerdem können aus dem Nutzungsverhalten, zum Beispiel der Ladeart, der Entladetiefe, Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, um die Lebensdauer zu verbessern. Zur Absicherung der Batterie bieten wir unseren Kunden beim Kauf eines E-Citaros eine pro Batteriegeneration definierte Basisgarantie an, aber auch die Möglichkeit, eine auf den individuellen Nutzungszeitraum ausgelegte, erweiterte Batterieabsicherung im Sinne eines Servicevertrages abzuschließen. Unsere starke Säule, die wir bereits heute im klassischen konventionellen Dieselgeschäft haben, nämlich das dichteste Servicenetz in Europa, nutzen wir auch für die E-Mobilität. Denn es ist wichtig, dass wir für den Service und die Reparatur an E-Fahrzeugen geschulte Mitarbeiter, Spezialwerkzeuge und besondere Werkstattausstattung haben. Mittlerweile sind bereits 95 unserer Servicestützpunkte in Europa, allein 44 in Deutschland, qualifiziert für Arbeiten an Hochvoltanlagen und bieten entsprechende E-Bus-Services an. Durch diese Kompetenz in unserem Netz und auch durch dieses erläuterte modulare Setup, wie es der Matthias zur NMC-Batterie erklärt hat, ist zudem eine dezentrale Reparatur bis auf Modulebene möglich. Das heißt, in unserem Netz kann ein qualifizierter Partner eine Hochvoltbatterie öffnen, defekte Module oder Batteriesteuergeräte entsprechend austauschen. Ein ebenso sehr wichtiger Baustein zur Absicherung im Fahrzeuglebenszyklus ist die Batteriekompatibilität. Wir sprechen nun von der 4. NMC-Generation, die wir nun einführen. Seit 2018 beginnen mit der NMC 1 und auch hier stellen wir eine Kompatibilität auf Fahrzeugebene sicher. Auf dies möchte ich gleich etwas tiefer eingehen. Werfen wir einen tieferen Blick auf das Thema Kompatibilität. Das Ziel ist, dass unsere Kunden, die bereits heute E-Citaros im Einsatz haben, auch von der neuesten Batterietechnologie profitieren können. Deswegen können wir grundsätzlich eine Upgrade-Möglichkeit zwischen den verschiedenen NMC-Generationen auf Fahrzeugebene technisch darstellen. Wichtig ist, dass ein Mischverbau von unterschiedlichen Generationen, wie zum Beispiel NMC 3 und NMC 4, innerhalb eines Fahrzeuges nicht möglich ist. Der jeweilige Umbauaufwand, die damit verbundenen Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel der Anzahl der verbauten Batterien, der Art des Generationssprungs etc. und ist entsprechend je nach Kundenfall zu bewerten. Insgesamt müssen wir den Kunden hier eng auch begleiten, wollen wir sie als Kunden eng begleiten, um entsprechend ableiten zu können, was der jeweilige Kundenbedarf ist, welche Anforderungen in Bezug auf Reichweite bestehen, auf Ladezeit, auf Passagierkapazität und welches Umbauszenario dann das Richtige wäre. Springen wir weiter zur nächsten Phase innerhalb unseres nachhaltigen Lebenszyklusmanagements auf das Thema Reworking. Reworking stellt sozusagen eine Brücke dar zwischen dem aktiven Fahrzeuglebenszyklus und einem End-of-Life-Szenario. Denn wir sind überzeugt, dass für die Absicherung der Lebensdauer eines Fahrzeuges und der Hochvoltbatterie nicht nur ein kompletter Batterietausch und ein Upgrade in Frage kommt, sondern auch die Nutzung von aufbereiteten Batterien aus derselben Batteriegeneration. Beim sogenannten Reworking werden bereits genutzte Batterien in eine standardisierte Aufbereitung gebracht. Das heißt, defekte Bauteile werden ersetzt, ebenso definierte Standardteile, wie zum Beispiel die Gehäusedichtung, und zudem Bauteile, die nach einer eingehenden Prüfung als tauschwürdig bewertet werden, wie zum Beispiel einzelne Module. Durch die Durchführung einer sogenannten End-of-Line-Prüfung
wird am Ende die Betriebssicherheit der überarbeiteten Batterien nochmals bestätigt und die sogenannten Rework-Batterien werden einer Leistungsklasse, also wieder einem Band des SOHs, zugeordnet. Wir erhalten somit Batterien, die wieder in einem kundenfähigen Zustand sind. Anders als bei einem klassischen Tauschteilprozess, wo wir sehr ähnlich unterwegs sind, ist jedoch zu beachten, dass wir bei einer Hochvolt-Batterie im Sinne eines Reworking nie das Qualitätsniveau des Originalteiles wieder erhalten werden. Das heißt, wir werden nicht wieder auf einen State of Health von 100% kommen. Dennoch glauben wir aus dem Ansatz der Ressourcenschonung und der Nachhaltigkeit hier einen sehr sinnvollen Ansatz für die Ersatzteilversorgung über den Lebenszyklus abbilden zu können. Wir haben heute begonnen oder derzeit begonnen, die Pilotierung für die NMC1-Batterien durchzuführen. Verlassen wir nun das aktive Fahrzeugleben und kommen zum Thema Repurpose, der Weiterverwendung von Batterien nach dem aktiven Fahrzeugleben. Wie vorher schon bei Matthias gesehen, liegt die verbleibende Restkapazität einer Hochvoltbatterie nach dem bestimmungsgemäßen Betrieb im Elektrobus bei ca. 80 oder 75%. Das reicht in der Regel nicht für einen Weiterbetrieb im Fahrzeug, weil wir die notwendige Reichweite nicht mehr gewährleisten können, aber es ist ausreichend Kapazität immer noch vorhanden für eine Verwendung in einer stationären Speicherlösung. Das heißt, über eine sogenannte Second-Life-Anwendung können wir die gebundenen Rohstoffe und Materialien, die wir in der Batterie haben, länger und nachhaltiger nutzen. Aktuell arbeiten wir an verschiedenen Partnerschaften, um diese Batterien in allgemeinen Applikationen, wie zum Beispiel Solar-, Wind-, Ladeparks, umzusetzen, aber auch bei Bedarf für kundenspezifische Speicherlösungen im Rahmen der Transformation des Depots. Aktuell ist die Menge an verfügbaren Altbatterien für eine Second-Life-Anwendung noch relativ gering, was auch schön ist aus unserer Sicht. Dennoch glaube ich, dass wir über das realisierte Pilotprojekt in Hannover die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile eines Repurpose-Ansatzes schon gut sehen können. Dieser Pilotspeicher in Hannover verfügt über eine Kapazität von rund 500 Kilowattstunden und besteht aus ca. 20 Packs, die zuvor in einem E-Cetera-Erprobungsfahrzeug eingesetzt wurden. Dieser stationäre Speicher ermöglicht zum einen die Rückgewinnung von Energie aus dem Straßenbahnbetrieb. Und mit dem gespeicherten Strom können dann wieder Elektrobusse geladen werden und in diesem Zuge auch Lastspitzen im Stromverbrauch reduziert werden. Kommen wir nun zum Ende unseres Lebenszyklusmanagements und zur letzten Phase, nämlich dem notwendigen Recycling am Ende der Prozesskette. Wir haben unterschiedliche Recyclingverfahren analysiert und bewertet und bereits heute zertifizierte Partner etabliert, mit denen wir ein Recycling von Fahrzeugaltbatterien gewährleisten können. Die Volumina sind aktuell noch sehr gering und auch der Recyclingmarkt entwickelt sich in Bezug auf relevante Dienstleister und ressourcenschonende Recyclingprozesse relativ dynamisch. Uns ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, dass wir bereit sind und an ganzheitlichen Lösungen arbeiten für unsere Kunden, für unsere Partner, um Batterien aller Zustände zurückführen und verwerten zu können und das Ziel zu verfolgen, die wichtigen und seltenen Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt aus den Hochvoltbatterien zurückgewinnen zu können. Abschließend lässt sich somit sagen, wir betrachten E-Mobilität ganzheitlich, sowohl in Bezug auf das Fahrzeug, das eingebettet ist in unser Gesamtökosystemangebot, als auch in Bezug auf die Hochvoltbatterie, die eine der wichtigsten und wertigsten Komponenten im Rahmen der E-Mobilität ist. Hier bieten wir durch die enge Verzahnung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Aftersales bereits heute nachhaltige Lösungsansätze über den kompletten Lebenszyklus für unsere Kunden an und entwickeln diese kontinuierlich weiter.